dann switchen wir mal in das nächste Video rein. Nämlich in das Video von so ist die andere, wieder vertippt, aber wir können auch diesmal so eine Reaction machen. Genau, warte mal, das stimmt ja gar nicht mit der Kamera. Warte mal, nee, los. So, können wir auch machen. Aber sehen wir ihn nicht. Naja. So. The retro video game market has stopped crashing. Ne? Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was er dazu zu sagen hat. Läuft, danke dir. Ja, ist sehr, sehr schön, ne, Fanta, was du da machst, also was du da dir gebaut hast. Na, das ist so das komplette Gegenteil, was wir eben besprochen haben mit Roman. Da bist du nicht der Cleaner, ne, sondern bist du, wie es im Laden damals war, so, ne? Dann gehen wir mal rein. Welcome to another market update, market talk video here for late 2023. You know, at some point, it's going to be very fun to go back and watch all these videos I do and, like, see where we were at the different time points. I've watched some of my own 2021 videos now, and it's funny where I had, like, some correct warnings about stuff, and then at other times, I was still kind of bullish, still kind of excited for big sales. And obviously, we now see how a lot of those have played out. So these videos are really acting as a bit of a time capsule for how the graded and sealed market is evolving over time, and I think that's awesome. Ich mach mal Deutsch nochmal an, sicherheitshalber. Warte mal. Untertitel automatisch übersetzen. Deutsch. But today's video is going to be more of a long talk going over the Heritage Signature auction that just took place and my overall sentiments on the market. 393 games just sold. Of course, we have the deluxe set there, 120,000. Super Mario Bros. Das sind schon wieder starke Preise, 120.000 für eine NES. Aber was ist denn das für eine Edition? Da ist irgendwie doch dieser Roboter drin gewesen. Und das ist Sealed oder ist es Qualified? Ne, Sealed, ne? Krass. Und 108.000, 9,4, okay. 3 for 108,000. Resident Evil for 38. Ja gut, das ist Bruch, glaube ich, ne? Weil ich glaube, da sind schon mal die Preise damals höher gewesen bei dem. Some really strong sales in this auction, and this analysis right now, this is coming right off the coattails here of Carl Jobst releasing a new video. The retro video game market has officially crashed. So if you haven't watched it yet, Carl just goes over some of the 2021 prices and how bad they have fallen compared to 2023 now. Like this Resident Evil, for instance, is literally the same exact copy that sold back in 2021 for $260,000. It just sold for $38,400. So Carl's video just goes over a lot of that stuff, which at this point, if you are keeping up with this market, if you do keep up with sealed and graded video games, we already know that 2021's prices are long gone. You can take all of 2021's comps when crypto was all-time high, stocks were all-time high, comics, coins, whatever, right? Everything was flying high at that time. All of those prices are basically irrelevant now. And all of those comps from 2021 are going to be pretty crazy compared to what we see now. So for anyone who actually keeps up with this market, there's nothing new there. But now, I guess every normal person, how many views does that have already? 242,000? Let me just refresh. 268,000. So, I mean, that's 6 hours. That's probably going to get 1 million views, right? So 1 million new people now realize just how down video games are across the board, I guess. I honestly think you could argue that's a good thing. That's like a... Ja gut, ne, das ist natürlich auch wieder scheiße, wenn einer, der riesig ist und nur Schlechtes über das Hobby berichtet, was ein kleineres Hobby ist, sind halt all die Leute, ne, würden erst gar nicht reingehen, weil sie sagen, der hat gesagt, das ist scheiße, dann gehe ich nicht rein. Ne? Also ist natürlich auch wieder ein bisschen eine negative Beeinflussung, ne, aber ja. 38.000 für ein Resident Evil immer noch krank. Denke, wir haben den realen Preis erreicht, auch mit dem Pop Report etc. Ja gut, ne, damals glaube ich war noch gar kein Pop Report draußen, wo die Preise so hoch waren, ne, aber ja, was soll ich sagen, 38.000 ist eine Hausnummer. Ich glaube, keiner von uns, außer Fanta 88, kann 38.000 für ein Resident Evil Longbox hinlegen, aber was soll ich sagen, ne, also immer noch verrückt für das, was es ist, aber wenn man natürlich alles vergleicht mit dem All-Time High, ist natürlich alles scheiße, ne? Also was soll man da sagen, ne? Das ist, ich finde aber auch so dass diese SNES 120.000 gebracht hat, Sealed 85 plus, ich weiß nicht, wie selten man noch sowas findet, ich denke schon seltener, aber
dass er dieses Deluxe-Set, vielleicht weiß es sogar Fanta 88, der hat ja so Stuff, da ist dieser Roboter und so drin. Ist die an sich schon so als ZIP beispielsweise extrem selten? Oder wie ist das, ne? Aber ich weiß nicht, warum das so teuer wegging. Das 94A Plus. Ist es noch, welcher Print ist das denn? Oder so? Ich weiß es nicht. Aber von einem Crate und so 103.000, schon krass. Das ist eine super Sache für reguläre Sammler, negative Spekulation. Ja, gut, ne? Aber man möchte ja immer noch ein bisschen was so für sein Geld hier haben. Ne? Also jetzt kann man gute Pokémon-Spiele kaufen beispielsweise oder die Spiele, die man sich im All-Time-High nicht kaufen konnte. Ne? Aber ja, ich glaube, die Dinger werden auch wieder, das mit allem, ist wie so eine Wirtschaft, hoch und runter. Wir sind momentan im Abschwung, geht noch weiter runter und ja, dann geht es auch wieder hoch irgendwann, ne? Und dann ist wieder irgendwann zu viel Cash wieder da, so wie immer. Dann knallt wieder Inflation noch mehr rein als jetzt zuvor und dann, ja, das ist alles wieder, ist auch alles ein Kreislauf, ne? Also von daher keine Panik, würde ich sagen. Einfach das kaufen, wie ich immer gesagt habe, was man feiert und dann, ja, dann braucht man sich auch nicht beschweren, wenn man es nicht verkauft bekommt oder, keine Ahnung, wenn es nicht mehr wert ist, weil dann hat man immer noch das, was man feiert, ne? So sehe ich das. Ja. Das ist schon selten. Left Print, also First Print. Stimmt, ne, da gibt es auch Left und Right Pros, aber ich dachte immer, das Right Pros wäre selten. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, irgendwie sowas war es ja, ne, aber trotzdem kranker Preis. Überleg mal, auch $100.000. $100.000. Million new people who get exposed to graded video games, who get exposed to the market, who get exposed to some of the prices that exist. Call me crazy, but given how small this market and this hobby really is, probably a net positive for a video like that to exist. But this video today is actually going to be pretty darn positive compared to Carl's analysis there, because we're not looking at a 2-year gap here. We're either looking at like a 3 to 5 year time frame or even a 3 to 9 months. A lot of stuff now in 2023, like 3 to 6, 3 to 9 months, is pretty darn stable. Things are kind of looking good for the graded games market, in my humble opinion. So say thank you to every single patron who helps support the channel, as well as the YouTube members. I can't do this without you guys. Hit the like button, and let's talk about some auction results. So at the very top of the auction that just took place was a brand new deluxe set, VGA 85, $120,000. Now, before the auction, I knew this was going to break over 50,000. I had very little doubt there, but I was thinking maybe 60, 70,000. Something like this is the kind of item that comes up for auction, and the sky is truly the limit. If VGA had pop reports, if VGA would ever publish pop reports, we would... Das wird niemals sein, Shit. Niemals. Wie hieß es, war das nicht vor über einem Jahr? Ist die Webseite nicht schon vor einem Jahr neu rausgekommen? Hieß es dann nicht, ja, Mitgliedschaft und dann Zugang zu Pop Report? Ich glaube, da können wir wieder ein paar Jährchen warten. Ich glaube, das kriegen die auch niemals hin mit dem Pop Report. Niemals. Und ich glaube auch, sage ich ganz ehrlich, wenn VGA diesen Pop Report releasen würde, der wäre eh falsch. Oder für uns bringt der nichts wirklich, weil sehr viel von VGA zu Warta gecrossed worden ist, was vor allen Dingen US-Games angeht. Was bringt das denn dann noch, ne? Also, schwierig. Would know how many of these are actually on the pop report in brand new condition. Like, this is not a qualified set here. This is actual VGA brand new. So there has to be very few of these that exist. 120,000 for this is honestly fantastic. That's crazy. I think 120,000 is extremely good for this sale. Which brings us to what I think is basically the most surprising result for the entire auction. Mario Bros 3 Left Bros breaks $100,000. Now, honestly, this kind of came out of nowhere for me. And we can actually bring up some data for this, because the last time we saw a Left Bros sell at auction, it was a WADA 9.48 Plus for $60,000. Of course, all
the way back in 2020, we did see 9.2A Plus peak out at 156,000. 9.4B went over 120,000. That was around the July peaks there. But from July to November 2022, we did see the exact same 9.4B copy. The one that sold for 120,000 sold for $26,000. So the trend line on Left Bros, even in really high grade, was on a downward trajectory. And then wham, $108 frickin' thousand for the Pop 1. Also einmal hoch und einmal runter. CGC copy here. 9.4A Plus, highest CGC copy that exists. I don't know who the buyer is or where. Ist auf jeden Fall wieder gut für CGC. Ich finde es immer noch nach wie vor absolut hässlich. Where this person came from, but man, oh man. They wanted a Mario Bros. 3 Left Bros there, and they secured it. Congrats to the buyer, congrats to the seller. That's a crazy one right there. Now, of course, there's 400 games here, so I can't do analysis on every single one of them. If there's something from the signature that you actually want me to talk about or do analysis for, just leave it in the comment section. I can get back to you with some data, some thoughts if I have an opinion on it. This right here is a Legend of Zelda. It was an employee store copy though, 9.4A Plus second print. It still almost went for $50,000, which I think is fantastic for a, like it's not a factory sealed copy of Zelda. I think forever you're gonna have to explain that, oh, this is like an employee store copy, so it has a left right bottom seal instead of a normal H seam. It doesn't really appeal to me. I honestly thought it was gonna sell for a lot less than it did, so for me, 50,000 on this, or 48,000, really good sale. John Madden Championship Football 9.8A Plus went for 43,000. Oh, wo der gestorben ist, ne? Und dann ging auch dieses eine Spiel bei Heritage. War das nicht, ich glaube, für 500.000 oder so? 450.000? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Verrückt. This again, it's a game that has much higher sales in the past, but just like with Resident Evil here, it's already expected that the games are going to sell for less. That's why Carl's video doesn't really add anything new for people who follow the market. Coming into this auction, someone asked me what I thought the Resident Evil would sell for, and my own guess was, I think, 36,600. So it sold for 38,400. Like, if you follow the market at this point, there's a lot of trends that have already shown themselves. And even though the overall trend is down when you go like 2021, if you go 3 to 6 months, like a lot throughout 2023, honestly, we're seeing a lot less volatility, especially if you're participating in the like $100 to maybe even up to $5,000. Like, I don't want to say there's no downside in that market if you're buying stuff like here's 9.8A Plus Minish Cap selling for $6,000, or you can get yourself a pretty decent copy of Mario 64 for $5,000 now. Mario RPG is 4,500. VGA 95. Ein DS, warte, wie viel ging der weg? 95 plus? Ninja 5.0 is 4,000. 4.450, krass. Und das ist auch noch hier dieser Cobalt Black Chat, ne? Das ist auch noch so der unseltenste DS, den es gibt, ne? Also 95 plus, der ist wahrscheinlich auch noch aus dem Case. Also diese Farbe diese Farbe hier mit dem Blau-Schwarz oder mit dem Rot-Schwarz braucht ihr gar nicht kaufen. Dark kann ich sagen, da gibt es noch ein Case, habe ich auch Cases gesehen oder so. Das lohnt 0, also 95 plus ist schon gut, ne? Aber ne, wenn ihr einen Silber, Schwarz oder Weiß habt und ihr habt High Grades, dann ist auf jeden Fall schon nochmal, würde ich sagen, finde ich, wäre besser als das. Also das ist aber trotzdem nicht schlecht. 1,500, Cheetah Men's 4,500, and if you even go down further than that, because I'm not going to be able to talk. Ja, ich sage ehrlich, Konsolen underrated, ne, weil alle immer auf Spiele gegangen sind, ne. Ja, 3DS, da gibt es auch, glaube ich, gefühlt mehr Konsolen als Spiele. About a lot of these lower price sales in the auction here, but as you go down into this range down here, I genuinely auch nicht schlecht, 95er, aber ist halt nicht mit Holo-Dings, ne. Don't see a lot of downside anymore. Pokemon 85 plus. Ja gut, ist aber auch was? Last Print? Sells for $3,500. Kirby's Dream Land 3 9.0 going for $3,300. We now exist in a world with sealed and graded video games where, like, everyone knows about them now, right? Whether people love them or hate them, everyone knows about them. Where if you go back to 2019, 2020, when all this was just first coming out, it was first starting up.
Naja, jeder würde ich sagen nicht, aber haben auf jeden Fall schon mehr Leute auf jeden Fall auf dem Schirm als vorher. Only the people who are deep into it actually had any idea about this stuff. And a lot of those prices did explode on the back of speculation from people who did know about this stuff, or people entering in, or whatever it is, right? Now we see a lot of these prices where even though they're down... Was ich richtig wild finde, wie viele Gameboys aufgetaucht sind über die Jahre. Wie viel Sealed Gameboys sind aufgetaucht? Brutal viele. A lot from what they were at the absolute boom phase. Something like Harvest Moon here, 8.58 plus, $3,000. A lot of these games now have people who genuinely want to participate in this market, and when there's only so many of these to go around, like I'm sure Harvest Moon is a pop 5 or something, right? 5 known WATA sealed copies. I just don't see a lot of downside at this point. Like maybe your $3,000 copy of Harvest Moon falls to $2,400 next year, maybe? That implies another year's worth of downturn. And even at that point, say you purchase this for $3,100 and next November it's selling for $2,500. I just don't think that's really anything to be afraid of. And at some point, a lot of these games in this price range are going to start getting dangerously close to their CIB price levels. Ocarina of Time Collector's Edition 9.08 plus is down to $2,000. Banjo-Tooie you can get for $2,000, 85 plus. Star Fox 9.48 plus for $2,000. I'm sure you're getting my point here. The amount of stuff you can now get in this hobby for $1,000 to $2,000 is fantastic. And like I said, I don't want to say there's no downside risk to it, because obviously, right, there's always downside risk. Was ist das denn hier für einer? Was ist das für ein Sticker da? Muss ich mal kurz zurück. And like I said, I don't want to say there's no downside risk 7-2 to it, because obviously 7-2 7-2 krass. Right, there's always downside risk, because this stuff is inherently it's collectibles. You guys know this. I don't need to beat that into the ground, but it just no longer feels, at least to me and with comps I'm seeing and prices I'm seeing in the market, that you're gonna see your purchase drop in value by 50% next year. I just don't see that happening on those lower end items. However, with all that said, let me just scroll back up here to the top side of the auction, what we can call the ultra high end if you want. I still don't think a lot of this stuff is super safe, and there may still be some heavy volatility in this stuff. Obviously, the prices we see, right? Resident Evil for $38,000, you can argue that it's a fantastic buying opportunity. It's a pop 5. This is now, I think, 4 out of 5 copies have hit the market. So it's very likely that we're not even going to see another long box Resident. Was absolut wild wäre, wenn er einfach alle Resident Evil Longboxen aufgekauft hätte, die es gegeben hätte. Einfach Monopol. Wie viel war das Mario RPG von Warta? Ich weiß es nicht. Resident Evil in the next year. So if you do want a copy, you kind of just have to buy a copy. But if another one does, RPG war however, doch hier, oder? War doch hier, oder? Zack. Komm. Enttäuscht nicht. That into the ground, but it just no longer feels, at least to me and with comps I'm seeing and prices I'm seeing in the market, that you're gonna see your purchase drop in value by 50% next year. I just don't see that happening on those lower end items. However, 7.800 7.8 9.6 A plus ging's weg. Genau. with all that said, let me just scroll back up here to the top. Like at the 20. Hab ein Warta RPG zu Hause. Nice. Was für ein Crate hast du? NES Qualified 7.2. 20,000, 30,000 and above. I'm not sure there's a lot of new money coming in, like a lot of new millionaires. When I talk about that $1,000 to $5,000 price range, like a lot of normal people can participate there. Like, yes, you have to have a decent amount of money, right? But you don't have to be like a multi-millionaire in order to buy a game for $2,000. But once we get up to 36,000. Ja, also Millionär muss man nicht sein, um 3.000 Euro Spiel zu kaufen. Also, ich weiß, Chat, eine Frage. Hat jemand von euch schon über 2.000 Euro, sagen wir mal so, ich will mal eine Umfrage machen. Hat jemand schon mal ein Spiel gekauft für ein Created Game für über 1.000 Euro? Für über 1.000 Euro. Schreibt mal eine 1 in Chat, wer das schon mal gemacht hat. Nicht welches Spiel, sondern generell. Ulfi 2, Topi 1, Silento Player 1, Mark 1,
Ja, kann ich mich selber zuschreiben. 1. Stimmt, du hast ja keine Graded Games, Fanta. Jan 2. Sei leise 2. Okay. Aber ja, nicht für. Hast du schon? Okay. Ja, okay, aber 2000 Euro oder 1000 Euro geht, ne? Also 2000 Euro kann man auch noch machen, aber ich habe noch nichts über. Irgendwas habe ich gemacht. Über. Ja, das muss ich mal kurz überlegen. Ja, ich habe noch nichts über 2000 Euro gecrated gekauft. Noch nichts. For Mario Kart 64, Aber ich meine, es ist generell trotzdem machbar, ne? 33,000 for Mario. Hast eine 8,5, okay. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das genau mal nachguckt bei Iwata, aber es sind bestimmt noch weitere RPGs verkauft worden. Bros there. Secret of Mana 9.88 plus goes for $33,000. Once you start getting into this, you kind of have to have a business or just have a lot of income. But even with something of Secret of Mana here, one that I do want to signal out, because 33.600. Raw hast natürlich schon mehr als 1000 aus. Ja, klar, Fanta, guck mal, was du da zu Hause hast. 9.88 plus just went for $33,600, which honestly, again, I would say is a pretty darn good price that it still broke above $30,000 for this. Ja, And again, wir können ja gleich mal bei Dings gucken, bei Heritage. we can bring in actual data for, oh my god, how bad is the market, right? Is it crashing? What's actually going on with this? 9.28 plus did sell for $45,600 back in 2021, right? So that's the peak for Secret of Mana. So 2 years later, of course, even though it's a 9.88 plus that came up, we were going to see a drop in value. That's inevitable. But what's interesting is that all the way back in 2020, March 2020, 9.88 plus, same grade, sold for $10,000. So from 2021, it's down tremendously, right? But if we go back to 2020, Secret of Mana is still selling 3 times higher than it did. This right here is the 9.88 plus trend line over the past 3 years. That's what it actually looks like for Secret of Mana 9.88 plus. So you can certainly argue it's a fantastic Also billiger als vor dem Hype wird es auf jeden Fall nicht mehr. buying opportunity. Das ist mit Karten genauso. Compared to what we saw in. Es liegt aber, sage ich aber auch ganz ehrlich, daran, dass einfach viel mehr Leute darüber Bescheid wissen. Ne? Und ich gehe stark von aus, würden noch mehr Leute über dieses Hobby Bescheid wissen, sei es generell Sealed Games sammeln, dem Craden, Karten sammeln, Schuhe sammeln, was auch immer es alles gibt, ne? Dann fließt ja automatisch, ist das Interesse höher und es fließt automatisch auch zwangsweise mehr Geld in das Hobby. Und die Preise steigen dann wieder von sich selber. Im Prinzip hat jeder selber in der Hand, oder wir, die ganze Community, was Graded Games angeht, wie die Preise sich vielleicht in Zukunft vielleicht auch entwickeln, weil umso mehr Leute wir auch quasi in das Hobby reinholen und umso mehr Begeisterung wir dafür andere Leute auch schaffen, ne? Die wollen ja dann auch ein Spiel haben. Und wenn auf einmal 5 Leute dasselbe Spiel haben wollen, was passiert? Angebot, Nachfrage. Also wenn wir mehr Leute in dieses Hobby reinholen, sieht es auch wieder mit den Preisen ganz anders aus. Finde selbst Graden auch einfach viel geiler. Kaufe nur sehr selten gegradet, geht bestimmt noch ein paar mehr so. Ja, also ich finde es auch cool, ne? Aber ich finde, manchmal musst du es halt machen, ne? Also bei Karten zum Beispiel sehe ich es jetzt so, du musst zum Beispiel einfach also PSA-Karten kaufen, weil du nicht die Raw-Karte kaufen kannst, weil es sie vielleicht nur einmal gibt oder so, ne? Aber mit Spielen, was habe ich gecradet gekauft? DS-Konsolen habe ich gecradet gekauft. Was habe ich noch gekauft? Besonders war es eigentlich die DS-Konsolen, die ich gecradet gekauft habe. Ansonsten habe ich lieber die Jahres-Seed gekauft, ne? Aber wenn es nichts Seed gibt, was willst du machen? Problem finde ich, dass viele jüngere Leute das Geld dafür nicht so haben. Glaube ich nicht, Jan. Ich glaube, ich würde einfach mal mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass es, glaube ich, generell wenig Leuten, so denke ich, an Geld mangelt.
Das Problem ist einfach, für was die Leute ihr Geld ausgeben, was sie haben. Wisst ihr, was ich meine? Dann wird da wieder irgendwo was bei Megas gegessen, dann da wieder was, dann, das summiert sich ja auch. Und dann ist wieder zig, paar hundert Euro für irgendeinen Scheiß weggegangen. Oder nein, ich brauche unbedingt das neue T-Shirt, was wieder, das ist ja sinnloser Konsum, so wisst ihr, was ich meine. Und das ist, glaube ich, das Problem, was viele haben, dass sie nicht mehr so konsumieren können, wie jetzt davor. Aber wenn wir wirklich das Thema runterbrechen, dass das an Geld mangelt, glaube ich zwangsweise nicht so. Also ich glaube, das ist halt einfach, dass viel Geld viel Geld generell für Mist ausgegeben ist. Ne? Es ist schon ein teures Hobby, aber ich glaube, wenn man was haben will, dann kann man das auch sich schon ermöglichen halt. Ne? Also so sehe ich das. Dauert halt ein bisschen länger, aber grundsätzlich kann jeder das schon dann spart man halt ein paar Monate und dann kauft man sich's halt, ne? Also, wisst ihr, was ich meine? Ich kompensiere das dann beispielsweise, ich brauche es nicht unbedingt, ja, ich brauche es nicht unbedingt sofort oder ich brauche es auch nicht im höchsten Crate. Dafür habe ich halt, weil ich das Spiel halt haben will. So ist es bei mir. Ich habe ja nicht die ultra krassen Crates oder so, ne? So sehe ich das. Man muss halt Abstriche machen, aber wenn man das haben will und ausüben will, dann finden sich immer Wege. Wie du bereits gesagt hast, wenn die Leute wieder Geld haben, um es auszugeben, kann es dem Hobby auch wieder besser gehen. Ach, das ist mit allen so. Das ist ja nicht nur, dass jetzt hier die Created Games Preise in den Keller gehen. Bei den Kartenpreisen sind auch in den Keller gegangen. Pokémon Preise von Karten sind auch in den Keller gegangen. Das ist prinzipiell Aktienmarkt ist auch runtergegangen bei vielen Sachen. Kryptowährung genauso wie Get the Crack gesagt hat. Alles geht den Bach runter. Aber es geht auch wieder nach oben. Ja. Also wie gesagt, wer Geld hat, kann jetzt seine Sachen günstig einkaufen und wer, wie gesagt, dann später, wenn die Preise wieder steigen, kann das wieder abgeben. Theoretisch, wenn er sein Geld da rausholen will, ne? Aber die meisten kaufen halt immer nur, wenn es hochgeht und nicht, wenn es runtergeht. Es kommen in Zukunft mehr Leute rein, durch die Generation, die bereits damit aufwachsen. Die meisten alten Säcke von Sammlern sträuben sich einfach vor Neuem. Ja, stimmt auch, aber bestes Beispiel, jetzt hier diese Super Mario Bros. Mit Left Bros. Oder diese NES. Wird mich zum Beispiel kein Meter jucken. Also ich find's cool, aber ich würde dafür niemals so eine Summe auslegen. Ich wäre eher bereit für so eine Summe für eine Konsole, die ich aus meiner Zeit hätte, die ich damals selber gespielt habe. Und das ist, finde ich, auch noch so eine wichtige Frage, die man vielleicht mal irgendwie klären sollte oder so mal Meinung einholen sollte. Was ist denn, wenn jetzt die Generation für NES ausstirbt? Wer hat denn dann noch Interesse an NES? Ich nicht, weil ich es nicht gezockt habe. Wer hat dann Interesse, keine Ahnung, die mit Switch aufgewachsen sind? Wer hat Interesse an DS-Konsolen beispielsweise oder an eine Wii oder Wii U? Die haben Interesse an der Switch. Was ist mit den Leuten, die, keine Ahnung, vielleicht gar nicht mehr mit Konsolen aufwachsen? Wisst ihr, was ich meine? Was passiert denn dann danach? Aber das wissen wir erst, wenn es soweit ist, ne? Aber, keine Ahnung, wir sehen es ja schon so ein bisschen bei Atari. Juckt auch keinen so wirklich, ne? Außer den YouTube-Kollegen Certified Collectibles, der hat doch jeden Atari Mist. Normal Santander oder PayPal 30 Tage regelt. Bin auch seit 2012 ZIP-Sammler, aber Grading ist einfach nochmal geiler, weil es schwerer wird, Sachen zu finden, meiner Meinung. Ja. Das Einzige, was auch noch easy größer wird, wenn man auch dieses Graded Hobby ausüben will, ist ja auch ZIP sammeln. Ne? Also man muss ja nicht unbedingt Graded, also man muss ja nicht Sealed sammeln. Man kann ja auch Complete Box sammeln. Ist ja auch eine günstigere Alternative. Bei vielen Games ist das Grade auch einfach egal. Zum Beispiel wie bei vielen Yu-Gi-Oh! DS Games, da wäre ich mit einer 8.0a fein. Ja, ich habe ja auch ein Yu-Gi-Oh! DS-Spiel auf Deutsch. Das ist, glaube ich, 2010er Championship, was ich habe. Ich habe nur bis jetzt noch kein deutsches weiteres gesehen, außer meins, ne? Und das hat, glaube ich, eine
Was hat denn das? Eine 80 oder so? Kann da kurz gucken, ja. Das weiß ich jetzt selber gerade nicht mehr. Hier, ich habe... Ja. Wo war's? Zack. Ah, wo ist es? Da. 2010, das ist eine 75 plus. Zeigt mir einen, der nochmal das in Deutsch hat. Hat keiner. Und da ist es scheißegal, ob das noch eine 70 oder eine 60 unterm Strich ist, ne? Wo ich immer noch eine Träne nachheule, Chat, sage ich ehrlich, ist das, ist meine Yu-Gi-Oh! Für PS2. Aber naja. Ich denke, so Titel wie Mario, Pokémon werden immer krass sein, aber so Nischentitel werden, glaube ich, nicht mehr so gefragt sein. Ja. Kommt immer drauf an, ne? Also, wie sich die Franchises da entwickeln. Ob ein geiler Mario-Titel rauskommt für die Nachwelt, ob coole Pokémon-Spiele rauskommen, was ja momentan nicht so ist für die Switch. Das ist halt die Frage. Ne? Ich denke, so Mario, Zelda oder Resident Evil wird immer seinen Abnehmer finden, weil es einfach die ersten Spiele der Marken waren. Da werden auch junge Leute Interesse haben, aber vieles wird auch fallen, da gebe ich dir recht. Ja, ich glaube, so Resi hängt halt stark von ab von den Filmen auch, weil hätte ich die Filme nicht geguckt, hätte mich Resi auch nicht interessiert. Und Mario, Zelda, ja, das hängt halt drauf an, wie die nächsten Spiele sind, ob die Kinder zocken. Habe auch für PSP, ja, Yu-Gi-Oh! Tech Force 2 ist eine 9.6a Plus geworden, aber habe ich allgemein auch nie in Deutsch gesehen. Ja, Yu-Gi-Oh! PSP an sich schon selten Zielspiele zu finden, dann auch noch die Yu-Gi-Oh! Spiele. Da gab es auch echt viel, ich habe 4, 5 oder so gibt es davon. Aber Yu-Gi-Oh! Hat, glaube ich, auch viel mit der Serie auch wieder zu tun gehabt. Ich weiß halt nicht, gibt es noch Yu-Gi-Oh! Neue Staffeln? Ich weiß es nicht. Ich habe mal irgendwie probiert, die alle nachzugucken, aber schwierig. Aber so Kartenspiel, da ist Pokémon deutlich nochmal krasser. In 2021, but it's also still 3 times as high as what we saw in 2020. And that's not to say that it's a bad purchase right now. Again, if you want to get a copy, you have to buy a copy. I believe it's a Pop 2, 9.8A+. So if you do want to play the waiting game on something like this, you just might not have another opportunity. But that's kind of what I mean when I say that this really high-end stuff isn't still without risk. A lot of it is still flying tremendously high compared to where it was 2019, 2020. And that is, like I said, because now everyone knows about sealed and graded video games. Love them or hate them, like the awareness is out there. Which is what I said about Carl's 31.200. 9 up. Video, right? A million people are now going to be exposed again to sealed and graded video games. I think it's almost inevitable that some people are probably going to look at the market and be like, hey, that's kind of cool. A long time grail here, Stadium Events 8.0 cartridge, 19,800. Family and Fitness. Wie teuer? Honestly, like, Stadium Events is kind of keeping pace. It's kind of doing pretty well. And then you have Mega Man X here, 9.68 plus, made in Japan, early print, $18,000. So again here, right, if we look at Japan copies of Mega Man X, 9.68 plus just sold for $18,000. 9.2A plus sold a year ago for $9,900. So that, like, you know, double the price still for the 9.6A plus. Ja, aber zwischen 9.2 und 9.6 liegen halt nochmal 2 Crates, ne? Also. Which has one copy that is in better condition as well. So this is not the top of the pop for the game. If we go back to August last year, an 85 plus sold for $18,600. An 85, of course, 2021 did sell for $30,000. Again, you gotta kind of discard those 2021 comps. But that August 2022 for $18,600, like, this 9.6A plus is comparable to an 85 plus and sold for basically the same price. Twisted. Ja, also, soll man sagen, vieles hat halt aber auch mit diesem Pop-Report halt auch zu tun, ne? Dass die Leute selektieren, was ist, das hat sich einfach alles so ein bisschen gedreht, weil vorher war alles geil. Alle Leute haben gesagt, der Titel ist geil, nimmt mal mit, das. Da wurde ein bisschen wahllos eingekauft, dann kam Pop-Report, dann haben die Leute, dann hat so ein bisschen die Spreu von Weizen, was Spiele angeht, getrennt und
Was immer noch das Gute ist halt, ne, das geht immer, erhält seinen Preis, geht höher. Und ja, so wird es dann auch, die nicht interessant sind, die werden weiter fallen, die kann man dann günstig haben. Die werden aber dann auch wieder, sobald ein Hype wieder da ist, werden die auch wieder zwangsweise mit hochgerissen. Also es ist so, ja, schwierig. Bin aber gespannt, ob nochmal sowas kommt wie 21, so dieser Hype während Corona. Metal went for 17,400. Pokemon Red, 85 plus Sandshrew, 16,800. That was more than I expected on Pokemon Red. Actually, almost all of the Pokemon games sold pretty darn well. Even Sapphire here, 16,200 for a 9.88++. Like, despite all of the headlines being like, oh my god, graded games crashed, if you still want certain things, if you still want certain games, like, you're very likely never going to get a high-grade Super Mario Kart for like $5,000 again. That price point will very likely never happen again. Now, that's not to say that it might not come to 10,000 or 12,000, but even on these higher games now, we're talking about, oh, you might buy it now and lose $5,000 versus someone buying this 2 years ago and losing $50,000. The downside risk on just enjoying this hobby, like not even speculating making money, just... Stimmt, wenn man jetzt kauft, wo soll es noch weiter fallen? Da ist auch was Wahres dran, ne? So wie ich es mitbekommen habe, sind leider die Yu-Gi-Oh! Spieler ein bisschen zurückgegangen, weil viele Läden, bei denen man Turniere spielen konnte, durch Corona und Preiserhöhungen schließen mussten. Ja, aber was ich so mitbekomme, ist wieder so, dass viele Kartenläden öffnen, weil ich bin auch ein bisschen jetzt in dieser Kartenszene drin, also was jetzt eigentlich Sportkarten, ne, aber trotzdem kriegt man auch ein bisschen so, wenn man etwas diese TCG-Schiene angeht, dass viele Läden eröffnen und Turniere stattfinden und häufiger stattfinden und dass das Interesse dadurch auch wieder steigt. Ne? Aber jetzt durch Lorcana ist auch nochmal ein guter Push gekommen, was das angeht. Jeder Hype ist anders, das stimmt. Kann natürlich immer krasser werden. The downside risk of you wanting to participate in this hobby is just so much less now. Final Fantasy 3 went for 15,600, X2 15,000. X2 has long been a very hard to get game as well for Super Nintendo. Legend of Zelda 9.6A plus oval, right? Late print Legend of Zelda 14,400 now. Dare I say that's honestly almost a good price. Same with the Adventure of Link there, 9.8A plus. Like, these are high grade Legends of Zelda now, coming down to almost a $10,000 price point. Obviously, I believe in video games as a collectible. I believe in collectibles long term. $30,000 to get yourself a high grade set of Zelda and Zelda 2. It's just not that bad. Mike Tyson's Punch-Out 9.4A. We don't see Mike Tyson's Punch-Out nearly as much now at auction, especially high grade. 14,400 there. Baseball was a matte sticker first print for 13,200. Link to the Past, again, another game where you're probably just never going to get a high grade copy super cheap again. 12,600 for a 9.4A there. Mario Bros. Right Bros. Still 9.8A plus, right? Like Mario Bros. 3D, one of the most common graded games that exists. High grade copies of this stuff, you're not going to get them for cheap. There's way too much awareness in this market now for 9.8s of key games. Key games. Look at me talking like a comic investor now. For these super popular games, I just don't think we're going to see, 2019 price points ever again. Mario Tennis VGA 90 cracked $10,000. A Halo console bundle here went over 10,000. Die finde ich geil. Also diese ersten Xbox Classic mit diesem ist schon sehr geil. $1,000. High grade copy Ocarina of Time Collector's Edition. That's a 9.68++ with the pre-order bag, poster, and some stuff. $9,000. Even Mario Kart 64, 9.4A plus copy can be had now for under $10,000. Obviously, das war auch schon mal deutlich teurer. Games like Mario Kart 64, Mario 64, Smash Bros 64. Maybe I just have Nintendo 64 on the brain, but a lot of those went absolutely bonkers, absolutely ballistic in pricing. So these have now cooled off substantially as well, to where it's like, okay, $8,100 for one of the most popular N64 games ever. Again, there might be some downside risk there, right? Maybe Mario Kart 64 high grade will drop down to $5,000, but you no longer have to worry about an absolute bloodbath if you enter into this. And I think that's what's awesome now about a lot of this. Normal people can enter into the market at much lower price points, and even for some of the high roller type people who want to buy video games, the downside risk of 20, 30, 40... Sega Game Gear 7.2. Keine Ahnung, ob das jetzt gut ist. $40,000, $50,000, $100,000 some people lost on single frickin' purchases. That just doesn't exist anymore. Now, I don't know if we're ever gonna... Na, ich weiß nicht, ob Leute $100.000 verloren haben, ne? Also, du hast ja doch nicht verkauft.
Ne? Also du kannst ja gekauft haben, du hast ja nicht mit Verlust verkauft. Du kannst ja, nur weil was anderes wegging, günstiger heißt ja nicht, dass du automatisch dein Sauer günstiger abgibst. Ne? Das ist ja auch wieder so ein bisschen Irrglaube. Gonna see stuff get back up to those insane levels, like the 2020 Krass. Dieser 100er, warte mal. anymore. Now, I don't know if we're ever gonna see stuff get back up to those Dieser 100er DS. Ich weiß nicht, ob es der ist, aber 6,9. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, der ist mal deutlich teurer mal verkauft worden, so unter der Hand. Aber ich glaube, weiß nicht, ob genau das dieses Ding da ist. Ob es genau dieses Japanisch, ich glaube Japanisch, oder? Nee, oder? Was ist denn das für ein Zeichen? US? Ich weiß es nicht, aber ja, ich glaube, wenn es der ist, ich glaube, es gibt nicht so viele Hunderter davon, aber dann ist der auch mit Verlust rausgegangen. insane levels, like the 2021 price points that we saw may never happen again, right? Here's Final Fantasy VII 9.8A going for 6,600. I'm pretty sure it was the same grade that sold for 144,000 in 2021. I don't know if Final Fantasy VII will ever get up to that price point again. When I do stuff like this, when I analyze markets, I don't really look at potential upside as much as I look at potential downside. And a lot of what I'm seeing now with sale prices just doesn't look like there's a lot of potential downside. And that's what I Finde krass, was bei One Piece abgeht, ist ja auch momentan noch richtig gefragt. Ja, ich habe One Piece nie geguckt, aber wenn man auch bei so Trade Nights ist oder so, da öffnen auch viele One Piece. Und die Karten sehen cool aus, ne? Ich kann halt mit den Karten nichts anfangen. Aber ich glaube, die Chase-Karte ist, glaube ich, 600-700 Euro wert oder so. Schweine, der wäre einmal für 11k weggegangen. Ja, kann sein, so ein Dreh auf jeden Fall, ja. I love about this market now, just Dieses Shanty wurde auch mal looking at it, is I don't see wurde auch mal so richtig, also ich weiß gar nicht, warum das so teuer ist. Ist es einfach nur, weil es selten ist? Oder weil es so ein geiles Spiel ist? Ich glaube, das ist ja von Limited Run auch nochmal rausgekommen dann. Ich glaube, für die Switch sogar, aber vielleicht ja, extrem niedriger Print. Ja, irgendwas war das. Ich glaube, so geil kann das Spiel nicht gewesen sein. I mean, objectively, there just isn't Auch hier Gamecube, ne? Zwar uncirculated, aber 85 plus 6K. Also Chat, sage ich ehrlich. Also, as much downside. es gibt Schlechteres, ne? Also Gamecube 6K für eine normale Gamecube 85 plus uncirculated 6K. Also schlecht ist für mich anders, ne? A $6,000 purchase on Pokemon Emerald can only go down so much. People are gonna love Pokemon, people are gonna love Emerald. That isn't going to change in the next 3, 5, 10 years. Ich sag ehrlich, geil, aber ich würde immer die deutsche Variante vorziehen. Immer. Ich finde es tausendmal geiler. Die Pokémon-Spiele mit dem Red Stripe, mit dem USK-Logo. Das ist mit der Nintendo-Banderole und alles. Sieht tausendmal schöner aus, als wenn es einfach nur in diesem Shrink-Wrap bei US-Spielen ist. Find ich so, ne? Also, ja. I think at this point, the more likely scenario is that people who grew up with Pokemon Emerald are going to stay nostalgic. Some people are going to want to collect copies of Pokemon Emerald. People who want to collect those copies of Pokemon Emerald are going to become older, have more money, and be able to spend more money on Pokemon Emerald. Right now, the economy sucks, so yeah, everything's going to be at a lower price. We can't start talking about the... Und was ich immer noch sage, da glaube ich auch fest dran, die Leute, die damals gesagt haben, ich möchte diese Pokémon Rote oder ich möchte genau dieses Spiel haben und ich zahle dafür, mir ist egal, was ich dafür zahle, ich will das einfach für mich haben, die sind ja bedient, wenn sie einmal so viel Geld für ein Spiel eingelegt haben. Sagen wir, keine Ahnung, wer damals für Emerald 70.000 gezahlt hat, der hat dann das Emerald für 70.000 gekauft. Der geht natürlich nicht beim nächsten Emerald wieder rein bei Heritage Signature und sagt, ja, dafür zahle ich jetzt dann jetzt 80.000 oder so. Das ist ja nicht der Sinn bei vielen gewesen. Und die haben natürlich aber auch einfach, die sind ja weg vom Markt. Die das Spiel haben wollten, es besitzen, die werden ja beim nächsten, was angeboten ist, nicht wieder reingehen und Geld reinstecken. Und dann sind die ja als potenzielle Käufer ja schon mal wieder ausgeschlossen, die das Budget haben. Das heißt, es sind wieder eine Nachfrage weniger. Ne? Also da glaube ich, das ist halt natürlich auch immer die Sache, warum die Preise so hin und her switchen. Ne? Also
Da glaube ich auch fest dran. Potential of these games again until we start seeing the potential of the entire economy. Once stocks are flying high, crypto's flying high. Der Typ, der zum Beispiel 2 Millionen für dieses Mario Bros. Ausgegeben hat, ne? Warum soll der nochmal beim nächsten nochmal 2 Millionen zahlen oder 2,5 Millionen für was? Also, der hatte das Spiel schon. Once everything looks great again, if then video games still kind of suck, that's when it's like, okay, maybe these aren't, maybe no one cares about video games, right? But as it stands, yeah, video games are down 70, 80, 90% on some of them, but so is everything. So whether or not right now you want to buy video games or you want to go buy stocks, crypto, like everything is on sale, right? There's buying opportunities in literally everything. Don't throw everything you have into video games now that they're down. Make sure you diversify, all that good stuff. Aber ich sag euch ja, dieser DS mit 95 Plus, der DS Lite für 4,4, auch kein schlechter Preis. Vor allen Dingen, weil das noch so der unseltenste ist. Yeah, I like the results from this signature. I like what the market looks like right now. Let me know your own opinions down below. What'd you think of this signature? What do you think of the market now, late 2023? If there's any game you wanted me to talk about, please put it in the comment section there. Hit the like button before you go, and I will see you guys in the next video. Goodbye. Ja. War doch ein entspanntes Video-Chat, oder? Was sagt ihr? Ja, wie gesagt, ich kann dazu jetzt eigentlich nicht mehr weiter was zusagen, was ich jetzt schon die ganze Zeit immer so ergänzt habe. Aber wir werden gucken, wie sich es weiterentwickelt, was die nächsten Signature-Auktionen so sagen, weil ja, da kann man ein bisschen immer was ableiten von. Und ja, schauen wir halt beim nächsten Mal rein, wie sich da entwickelt. Macht er bestimmt auch ein Video zu.